andere Frage, die Karten zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Bevor ich beginne, es ist mal wieder soweit. Ich verschenke eine Legung mit gesprungenen Karten. Du musst nicht groß dafür tun. Schreibe einen Kommentar, der mein Interesse erweckt oder der mich irgendwie berührt. Ich suche den dann selber aus. Es hat jetzt letztes Mal ein bisschen Missverständnisse gegeben, weil ich gesagt habe, dass ich den Namen markiere, und anscheinend lest ihr bei YouTube auch markierter Kommentar, und ich mache es diesmal so, dass ich demjenigen schreibe, melde dich bitte bei mir. Dann kriegt ihr direkt die Nachricht. Wie könnt ihr euch bei mir melden? Entweder über das Formular der Homepage oder wer meine WhatsApp-Nummer hat, auch da. Bitte nicht mitten in der Nacht, da schlafe ich. Ja, jetzt gucken wir mal, was die Woche so bringt fürs Kollektiv. Ich bin gespannt. Bei mir war es jetzt diese Woche ein bisschen besser als die letzte Woche. Aber auch wieder viel so Stagnation. Ich warte immer noch auf die Begutachtung zum Beispiel. Ich habe schon mehrmals jetzt auch mit der Kasse telefoniert. Das liegt nicht an der Krankenkasse, sondern am MDK. Das ist jetzt die 7. Woche verstrichen. Und es nervt so langsam, ne? Weil dieses ewige hinterher telefonieren, das kostet Zeit und Mühe, und ja, dann wartest du eben wieder. Okay, jetzt kommt hier mal der Brief. Es geht darum, dass es Nachrichten gibt, die etwas in Bewegung bringen, das einen Kampf beendet und mit sehr viel Klarheit einherkommt. Hier wirkt die Klarheit oder die guten Momente wirken hier auch auf die familiären Belange, auf die Umgebung, die Häuslichkeit. Vielleicht müsst ihr auch etwas klären in eurem Wohnumfeld. Das würde man hier sehen. Nachrichtenkommunikation viel. Bewegung, die durch Kommunikation ausgelöst wird. Und es kann hier sein, dass es hier auch was zu klären gibt, das euer Gegenüber betrifft. Es können Familienthemen sein. Das können Dinge sein, die mit Beziehungen, Verträgen, allem Verbindlichen zu tun haben oder auch Kreisläufen im Leben. Ja. Hier schafft jemand für Klarheit, jemand strukturiert seine Dinge, auch langfristig. Und wir haben hier so, dass Kummer und Sorge ein bisschen minimiert wird. Ja. Meine Lieblingskarte, die ich jetzt dann raustue, liegt hier aber deutlich besser. Ich habe ein schicksalshaftes Geschenk, das durch eine Nachricht auf uns zukommt und eine sehr, sehr große Energie freisetzt, die verfügbar ist. Ein großer Brockenlast, der damit abfällt. Das wünsche ich uns auch hier allen tatsächlich. Und der in Bewegung bringt, wo vorher Rückzug und Blockade war, ne? Hier kommt ein Neubeginn, der sozusagen etwas ablöst, der einem erlaubt, mutig mit Vertrauen in die richtige Richtung zu gehen und in einer großen Klarheit auch, ich sage mal, Entscheidungen zu treffen und sich selbst dabei nicht im Weg zu stehen, ist hier so, glaube ich, der zentrale Punkt. Hier kommt überall da Klarheit rein oder Durchblick, wo das Schicksal dir Brocken hingeworfen hat oder hier sowas wie Zeitverzögerung. Veränderungen, Neubeginn, neue Kapitel, die aufgeschlagen werden. Also dieses schicksalshafte Geschenk kann schon neue Lebenssituationen auch herbringen oder neue Möglichkeiten.
im Vertrauen seinen Weg zu gehen. Ne? Ich habe dass hier, ja, ich sag mal, sozusagen ein Mäuerchen aufgelöst wird. Etwas, wo du gedacht hast, ich bin abgespalten, ich bin getrennt von irgendwas, mir ist so nach Rückzug, ich komme nicht weiter, ich fühle mich eingemauert. Das wird hier sehr schnell angetriggert und von außen auch mit dazu auffordern, einen bestimmten Zyklus auch zu verlassen, bei dem man sich im Kreis dreht, immer das Gleiche tut, wo man Misstrauen hat, dass das Leben nicht für einen sorgt, dass man enttäuscht ist auch vom Leben, vom großen Ganzen, vom Universum, von Gott, dass man sich verlassen fühlt von allem und jedem. Oder dass man auch nicht mehr richtig daran glaubt, dass irgendetwas gut auf den Weg kommen könnte. Für einige von uns kann es sein, dass sie einen Menschen an die Seite kriegen, der hier sowas ist wie ein guter Ratgeber, der wegweisend ist, der für Klarheit sorgt. Das kann jemanden sein, der eine bestimmte Erfahrung hat, diese mit dir teilt und dadurch sehr viele Zweifel in dir auslöst. Seelengefährten-Thematiken haben wir hier. Möglicherweise zeigt sich hier auch etwas, wo ihr eine Partnerschaft verlassen könnt, die nicht mehr gut ist und ihr habt hier schon irgendwie eine gewisse Doppelgebundenheit. Es kann jetzt hier, diese Partnerschaft kann hier in vielen Ebenen sein. Ne? Das sind die Weggefährten, die schicksalshaften Menschen. Das können Freunde sein. Wir haben hier im Haus der Freunde auch die Öffnung drin für Menschen, die neu auf den Weg mitkommen. Es kann aber auch eine Situation sein, wo man sagt, okay, ich habe an sich so für den nächsten Zyklus in meinem Leben andere Menschen mit an Bord und ich entscheide mich für eine Verbindung mit diesen und lasse anderes zurück. Gleichzeitig auch für Menschen, die jetzt zum Beispiel sich doppelgebunden fühlen. Ne? Die hängen noch ein bisschen in der Vergangenheit. Die wollen vielleicht einen neuen Partner, aber sind irgendwie zu dritt am Start und da gibt es Entscheidungen und Wege. Das Schicksalskreuz wirkt hier auch in den Korrespondenzen auf alles, was dir Mangel macht, auf deine Herzensangelegenheiten, auf das sich nicht wohlfühlen, so wie die Sachen sind, auf die Herzöffnung, auf die Selbstwertthemen. Also es ist wirklich ein schicksalshaftes Geschenk, mit dem man Konflikte löst, die auch mit den Beziehungen zu tun haben. Hier habe ich jetzt im Hause der Nachrichten tatsächlich auch Nachrichten, die wie ein Geschenk daherkommen. Unerwartet, haben wir so nicht mit gerechnet, die kreative Lösungen mitbringen, die etwas in Bewegung bringen, wo es Blockaden gab. Hier haben wir die typische Überraschungskombination. Wir liegen in unserem eigenen Haus drin, ne? Das ist schon mal sehr gut, denn von da aus haben wir den Boden, den wir brauchen. Wir gucken auf unsere Intuition, auf unsere Gefühle, auf unsere Psyche. Wir beschäftigen uns mit dem, was uns gut tut. Was unsere Seele auch so ein bisschen aufblühen lässt. Wir haben eine gute berufliche Energie, das heißt, wir können mit Erfolg an beruflichen Themen arbeiten. Auch hier am beruflichen Bereich, ne, könnte dir hier, das ist das, was ich hier meinte, es geht ja darum, in Beziehung, in Verbindung zu treten mit irgendjemandem. Das kann ja auch sein, dass eine Cheffigur dir ein neues Angebot macht, dass überhaupt eine Person irgendetwas hat, was dich bereichern könnte, was dich in Bewegung bringt.
was dich auch am Ende aus einer finanziellen Verstrickung gut rausbringt. Also gut möglich, etwas Kleineres im beruflichen Bereich so zu organisieren, dass man auch finanzielle Mängel oder Mangel ausbügeln kann. An sich zeigen sich für die Leute, die nicht arbeiten, dass die Arbeit Früchte trägt. Die Berufskarte, die liegt im Haus der Sonne drin. Also die beste Energie an den Dingen, an denen man gearbeitet hat, auch etwas rauszuholen, eine gewisse Beständigkeit auch reinzukriegen. Ich habe hier sehr viel Emotion, das aus dem Umfeld kommt. Das ist vielleicht etwas, was auch eine Warnung sein kann, denn ich merke das zum Beispiel bei mir, wenn ich traurig bin oder wenn ich bedrückt bin, fällt es mir sehr schwer zu arbeiten. Ich brauche hier ja auch meine ganze Empathie, meine ganze Offenheit. Und da gilt es schon, sich auch so zu schützen, wenn man das weiß. Denn wenn du die Energie der anderen aufschnappst, kippt deine Stimmung vielleicht auch viel schneller, als du denkst. Das nur so als Hinweis. Hier sind so tragende Energien, Stabilität, ne? Ein gutes Fundament, Möglichkeiten von außen auch. Hier, wie gesagt, ein anderes Angebot, ein Vertragswechsel, das wir trotzdem auch mit Erfolg im kleineren Bereich besiedeln können. Möglicherweise ist dazu eine Entscheidung fällig, mit der man auch etwas minimiert oder wo man sagt, okay, ich mache ein bisschen weniger, ich habe aber mehr davon. Im Berufshaus selber habe ich die Veränderung drin, die positive Veränderung, das doppelt sich. Hier im kleineren Bereich die schicksalshafte Möglichkeit, sich neue Türen zu öffnen. Und ich habe hier auch Veränderungen, die unter einem guten Stern stehen. Hier kann wirklich sein, es bietet dir jemand was an. Steht dir da dann auch nicht selbst im Weg. Die Intuition ist hoch zu spüren, ob das für uns gut ist oder nicht. So, dann kommen wir zu den Finanzen. Die liegen jetzt hier im Hause der Mäuse drin. Andererseits hier wieder mit einem schnellen Erfolg oder mit einer guten Energie. Möglicherweise investiert man in irgendetwas, das man benötigt. Man klärt finanzielle Dinge. Dazu ist auch Wissen erforderlich oder eine Möglichkeit, die man benutzen kann, um finanzielle Klarheit zu kriegen. Und hier sind die Umbrüche im finanziellen Bereich zu sehen. Hier kann auch sein, dass man tatsächlich Vertragswechsel vornimmt, etwas an Kosten minimiert. Ich habe es hier im kleineren Bereich mit drin, also finanzielle Entscheidungen, die getroffen werden, die Klärung mitbringen, die neue Wege öffnen, die auch stagnierende Prozesse oder Schwierigkeiten beenden können. Es kann ja auch darum gehen, dass irgendjemand von eurem Umfeld Unterstützung braucht, finanzieller Art, ne? Dass es jetzt so ist, dass du jemand anderem aushilfst oder jemand anderes dir. Was ich hier auch sehr habe, ist, dass das Erbe der Vergangenheit angeguckt wird. Auch hier nochmal mit den ganzen Themen, die mit dem Beziehungskonstrukt zu tun haben. Ich glaube, das ist sowas mit dem Rechnen wie hier nicht, ne? Das wird dir auf den Weg gegeben und du kannst damit einen Kreislauf durchbrechen, den deine DNA mitbringt oder auch die Geschichten. Ich habe hier die Männer auf einer Reihe, ne? Oder nah beieinander. Und dieses, ich bin versorgt, ich versorge, ich werde versorgt sein, ich kann Dinge aus meiner eigenen Größe raus erschaffen, liegt hier. Ich merke, wo ich finanziell in eine falsche Richtung gehe oder wo plötzlich auch wieder etwas mehr Energie braucht.
Möglicherweise haben wir hier auch so Treffen oder Einladungen, Geschenke, die kommen als Nachricht daher, ne? Als Nachricht, als Erleichterung, als etwas, was du aufschnappst, was dir eine gute Info ist. Das habe ich hier zweimal. Also schön achtsam sein, was sagen die anderen, was wird hier kommuniziert, was hat es mit mir zu tun, wo könnte es mir helfen. Ja, guckt euch das an. Wir haben hier das schicksalshafte Geschenk. Etwas, was an der Zeit ist, kommt eben an die Oberfläche. Die Pilze sind Überlebenskünstler an sich auch. Die Karte bestätigt auch das, was ich hier so liegen habe. So ein Mentor, jemand, der dir gut Freund ist, an dem du dich anlehnen kannst, der Impulse für dich hat. Der betritt hier dein Leben oder kommt in das Umfeld rein und bringt eine gute Verbindung mit. Und hier ist es tatsächlich so, hier können Träume Wirklichkeit werden. Wir müssen damit rechnen und uns im Klaren sein, was wir denn wollen. Was will ich wirklich, was will ich nicht? Also dieses sich klären an sich. Ja, und es ist so, dass es im Prinzip etwas ist, was es schon geben könnte und wo man immer dachte, das hat mit mir nichts zu tun oder es ist im kleineren Bereich übersehen worden. Und genau das wird jetzt eben wichtig und führt uns in eine rasante Phase von spirituellem und materiellem Wachstum. Es könnte hier ein bisschen wild werden, macht aber nichts, wir liegen in unserem eigenen Haus. Das heißt, hier sind wir auch safe und haben den Boden unter den Füßen, den wir brauchen. Und wir haben hier den Ibis dabei. Hier geht es um die Weisheit. Man weiß, was zu tun ist, man folgt seinen Impulsen. Hier sorgt man auch gut für sich, ne? Man ernährt sich gut, man mobilisiert seine Kräfte, man hat irgendwie das Gefühl, dass man Kraftreserven aufbauen darf, damit man diese hat, wenn etwas beginnt. Also das sagt ja auch das Wachstum aus. Eigentlich haben wir eine doppelte Aussage. Gucke, dass deine Reserven so sind, dass wenn die Reise losgeht, du auf dem guten Fundament stehst. Hier kann es auch sein, dass es so viel ist, dass man sich mal hinsetzt und Dinge aufschreibt oder an sich mal niederschreibt. Wir haben ja hier die Kommunikation, die Nachrichten als Überschrift und hier auch noch mit den Blumen als sehr wichtig angezeigt. Hier geht es auch darum, der Welt die Gedanken zu offerieren, die man so hat. Man kriegt das Buch der Weisheit geöffnet. Man erhält tiefe Einsichten und Erkenntnisse. Und es geht jetzt darum, eine neue Aufgabe anzunehmen. Möglicherweise hat die was mit Schreiben oder Lernen oder Lehren zu tun. Viele schreiben ja auch Tagebuch, das weiß ich von euch. Und ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, sich Dinge auch von sich rauszukriegen, ne? Okay, das lassen wir so stehen. Wenn ihr noch eine Botschaft wollt für nächste Woche, bleibt noch dran. Allen anderen viel Spaß beim Auspacken des schicksalshaften Geschenkes. Berufliche Energie hier wunderbar. Also ich rechne hier mit guten Möglichkeiten, die Wachstum mitbringen und auch mit guten Impulsgebern, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald. So, hier bin ich wieder. Schauen wir ein bisschen intensiver mit den Botschaften, die als Inspiration für die neue Woche gelten. Ich habe hier den Engel, die habe ich schon
eine Weile nicht gehabt, was daran liegt, dass ich die im hintersten Eckchen hatte. Ich muss das von Zeit zu Zeit wirklich mal ummodeln, dass ich nicht immer die gleichen Karten habe. Weil es mir ja auch gefällt. Ne? Mir gefallen alle meine Karten, die ich habe. Ich habe schon sehr viel auch ausgemistet und nehme nur noch das, was mir wirklich gefällt und wo die Verlage auch kein so ein Terz machen. Deshalb ist es auch schwierig, mir Karten zu schenken, die ich benutzen kann. Da geht es schon auch so ein bisschen drum, dass ich das da müssen darf und dass das halt mit mir spricht. So, diese Karten, die zeigen auch manchmal unangenehme Themen auf, aber es ist halt auch nicht alles immer nur schön. Und was möchte ich noch haben? So eine mal wieder. Okay, ihr Lieben, sucht euch eine Seite aus oder wählt für eine Person, wie auch immer ihr das immer macht. Manche schauen auch beide. Ich würde diese Seite nehmen. Da haben wir, ich sage gleich mehr davon, den Engel der Bewusstheit. Wir haben das Heidekraut mit, wir dürfen uns fallen lassen. Es geht darum, in Würde zu altern. Das ist tatsächlich so. Wir haben den Sieg, wunderbar. Und wir haben hier sowas, wo das Neue gerne herein möchte, aber wir es vielleicht blockieren, weil wir uns selbst im Weg stehen, weil es Herausforderungen gibt. Man darf für sich selbst einstehen und sich verteidigen. Und man darf sich auch von Personen fernhalten, die unerwünschtes Drama bringen. Es geht darum, mit Selbstvertrauen und Durchsetzungsfähigkeit an das Ziel zu kommen und nicht an etwas hängen zu bleiben, das nichts Gutes bringt. Eine neue Richtung einzuschlagen. Man hat hier vielleicht auch das Gefühl, dass man nicht wirklich glücklich ist, ne? Und man spürt es und übersieht es so und da ist irgendwie nichts Sinnvolles. Und hier kommt so ein Warnsignal. Das passt sehr gut zum Engel der Bewusstheit, ne? Weil wenn ich mir bewusst bin, welche Gefühle ich habe, dann spüre ich ja auch, wo ich etwas ändern kann und wo ich für mich selber besser sorgen muss. Hier haben wir mit dem Fallenlassen auch vielleicht eine Situation, wo man Angst hat, man fällt ins Nirvana, dass man nicht getragen ist. Aber hier ist die bedingungslose Liebe für uns da und trägt uns dahin, wo es richtig und gut ist. Hier wird sozusagen auch das dritte Chakra angesprochen. Quatsch, das dritte Chakra, das dritte Auge. Und es geht um die eigene Emotion, die eigenen Ängste, das, was man als stärkend denkt oder da, wo auch Gedanken sind, die Mangel aufzeigen, die runterziehen, die Kontrolle wollen über uns, ne? Sich bewusst für die guten Gedanken öffnen und auch zu sehen, wenn man ein bisschen über den Tellerrand blickt, ist alles gar nicht so schlimm. Ja gut, mit dem Sieg brauche ich, glaube ich, nicht so viel dazu zu sagen. Wir schaffen das, was wir wollen und das Thema in Würde altern, das steht ja für uns alle an, ne? Im Prinzip. Und gerade nächste Woche kann das etwas sein, wo wir sehr stark damit beschäftigt sind und uns etwas bedienen, wo wir immer weitermachen und immer mit einer gewissen Härte auch dran gehen, ohne uns für das zu öffnen, was auch Gutes, Erleichterndes kommen kann. Wir hatten ja das schicksalshafte Geschenk. Bei der Karte geht es darum, was halte ich auch selbst von mir? Wie gehe ich damit um, wenn ich älter werde? Was macht das Altwerden mit meinem Körper?
wie sehe ich mich im Spiegel, wie gehe ich mit Alterungsprozessen um, und hier ist so eine gewisse Reife auch. Ne? Möglicherweise fühlen sich einige von diesem Stapel auch jünger, wie sie wirklich sind. Ich kann manchmal selber nicht glauben, dass ich dieses Jahr 50 werde. Ja, und es geht auch darum, dass man sich um andere kümmert, dass man seinen Ruhestand vorbereitet. Möglicherweise, dass man sich auch um Ältere kümmert oder dass man seine eigenen Gewohnheiten bezüglich seiner Schönheit verändert. Hier kann auch sehr viel Negatives mitschwingen. Ne? Was halte ich von mir? Sehe ich meine Falten, sehe ich meine grauen Haare oder meine Kilos, oder sehe ich die Reife, die ich mit der Zeit erworben habe? Gucken wir die andere Seite an. Ihr habt den Engel des Friedens, das ist schon mal schön. Ihr dürft aufhören zu kämpfen. Ihr habt jetzt hier die berufliche Selbstständigkeit. Das kann natürlich auch was mit Unabhängigkeit im beruflichen Bereich zu tun haben oder Dingen, an denen ihr arbeitet, so unabhängig wie möglich zu halten. Ihr habt die Brunnenkresse. Hier sind sehr viele Gefühle, Wasser, Emotionen, die frei fließen wollen. Und es geht darum, dass man im großen Meer des Vertrauens badet. Die Wünsche und Sehnsüchte sind hier sehr vorhanden bei euch. Und ihr habt, ja, guckt mal, Frieden und Freiheit. Hier hat man das Gefühl, dass der Weg blockiert ist, dass es Hindernisse gibt. Und die Karte sagt, das stimmt nicht, du hast es in der Hand. Wähl einfach einen anderen Weg. Denke nicht negativ, stell dir andere endlos mögliche positive Sachen vor, die du in Angriff nehmen möchtest. Denn die Zeit ist für dich wirklich gut, deine Wünsche und Träume wahr werden zu lassen. Hier gibt es Ausgleich, gerechten Lohn, und die da oben wissen, dass du ein wundervoller Mensch bist. Und die Engel sagen, genieß mal dein Leben mehr, gönn dir Freude und Vergnügen. Also hier ist wirklich Wunscherfüllung möglich, natürlich auch im beruflichen Bereich oder in der Selbstständigkeit. Irgendetwas wird sich für euch so erleichtern, dass ihr einfach mehr Frieden kriegt, dass es ruhiger wird, dass ihr euch harmonisch fühlt mit den Dingen so, wie sie sind. Das Universum trägt euch hier mehr. Ihr habt jetzt nicht so das Gefühl, ihr müsst hier mit dem Schwert durch die Welt laufen und rumkämpfen und euch anstrengen, sondern hier ist so Ankommen und Erholung angezeigt. Vielleicht auch ein Machtkampf, den man sich selber so ein bisschen herbeigeführt hat. Ein Sieg auf jeden Fall, der dir Frieden und Freiheit mitbringt und der dann natürlich auch wieder auf deine Umgebung irgendwie ausstrahlt. Hier kann auch sein, dass du angespannt warst und jetzt so langsam wieder das Fließen beginnt und du merkst, dass du dich entscheiden kannst für deine Richtung, ohne so gepfercht in eine Situation gepresst zu sein. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis Sonntag.